Grüßt euch Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch heute mal 3 verschiedene Zunderarten vor und wie ich sie finde oder wie ich sie suche, sagen wir es mal so, und wie ich sie verarbeite und herstelle. Und ja, ich denke mal, das Thema ist recht interessant und da wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Die Birkenrinde, dadurch, dass er von außen wasserfest ist, kann man da super Gefäße mitbauen. Das haben sie früher auch schon gemacht. Und die Rinde selbst enthält ätherische Öle. Dadurch macht es zu einem Top-Zunder für uns draußen. Die brennt auch, wenn sie nass ist. Ich zeige euch das mal kurz. Damit haben sie früher auch Fackeln gebaut, weil sie so super hält und windstandhaft ist. Der Birkensaft und die Rinde enthalten auch entzündungshemmende Stoffe. Zum Beispiel gegen Hautprobleme kann man das machen. Und ja, entzünden kann man sie auch mit einem Feuerstahl, das zeige ich euch auch. Da schabt er einfach erstmal die Feuchtigkeit runter. Es geht ziemlich schnell. Dann habt ihr auch schon gleich die trockene Schicht. Und mit der trockenen Schicht macht ihr euch lauter kleine feine Locken. Und die können ihr dann entzünden. Wenn ich mir Birkenrinde hole, dann nehme ich immer mein Messer und schneide mir so Teile raus und ziehe die dann ab. So geht es, finde ich, am einfachsten. Aus der Rinde von der Birke könnt ihr auch einen spitzen Naturkleber machen, das sogenannte Birkenpech. Dann nehmt ihr euch einfach ein kleines Döschen, macht ein Loch oben rein und dann erhitzt ihr das Ganze vorsichtig. Und dann entsteht das sogenannte Birkenpech. Und das ist ein Top-Naturkleber. Den haben sie früher zum Beispiel genutzt, um Pfeilspitzen zu befestigen. Und zu guter Letzt, die Birke verrottet von innen nach außen und dadurch haben wir halt lang was von der Rinde oder mehr Zeit, um sie zu finden. Kienspan oder auch Gold des Waldes genannt, ist nichts anderes als extrem hart angereichertes Holz. Das findet ihr in Fichten, Tannen, Lärchen. Da könnt ihr erstmal schauen, wenn jetzt ein Sturm war. Bei Sturmschäden, die umgeworfenen Bäume, könnt ihr die Wurzeln mal checken. Könnt ihr mal ansägen. Und das riecht ihr dann sofort, weil Kienspan riecht extrem nach Harz. Richtig geiler Duft, sage ich jetzt mal. Was ihr aber auch machen könnt, am einfachsten geht es natürlich im Nadelwald. Die abgestorbenen Baumstämme, so wie hier jetzt einer. Da tretet ihr einfach mal ran. Na, das seht ihr, der ist komplett morsch. Da ist nichts mit Kienspan. Dann sucht er einfach mal die ganzen abgestorbenen Baumstämme mal ab. Der ist noch fest. Ich mache es dann meistens immer so, wenn es fest ist, nehme ich mein Messer oder meine Säge oder Axt und schraube dann einfach noch mal ein bisschen rein.
Und dann rieche ich nochmal dran. Ja. Und es riecht halt brutal nach Harz. Ich habe mir da jetzt so ein Stück rausgetreten. Und das schäle ich jetzt mal schnell. Als Test könnt ihr das mal kurz mit dem Feuerzeug anzünden. Und da sieht man schon, es brennt und raucht richtig schwarz durch die Öle, wo da drin sind. Es wurde früher übrigens auch als Fackel genannt, nicht genannt, benutzt. Und da waren halt dementsprechend die Decken in den Häusern auch immer richtig schwarz. Mit dem Feuerstahl lässt sich das natürlich auch prima entzünden. Da holt euch einfach ein paar feine Locken runter. Das macht auch nichts, wenn es ein bisschen nass ist durch die ganzen Öle, wo da drin sind. Brennt es wie Sau. So. Ich mache da immer gern erst noch ein paar von den Spänen runter vom Feuerstahl. Und dann brennt es auch schon. Und riecht richtig lecker. Wenn man mit offenen Augen durch den Wald hier läuft oder generell durch den Wald läuft, da findet man auf jeden Fall den einen oder anderen guten Zunder. Hier am Baum sieht man jetzt auch wieder, wie das Harz hier runterläuft. Ich hoffe, man sieht's. Und ja, da ist es gar nicht so eine große Sache, Zunder zu finden. Ja gut, mein Vorteil hier ist, das ist sozusagen mein Heimatwald. Da weiß ich, hier ist mehr Birke, Mischwald, hier stehen die Nadelbäume und so. Ne? Aber trotzdem, ich habe mir das Stück jetzt mitgenommen, wo ich vorhin von dem runtergebrochenen Ast rausgesägt habe. Und vom Kienspan, von dem Stamm, habe ich mir nur dieses Teststück, sage ich mal, mitgenommen und den Rest lasse ich da. Ich habe daheim noch genug Kienspan, ich brauche nicht mehr. Wenn ich jetzt noch mehr rausräube, da komme ich mir schlicht vor, wenn ich da alles raushol. Und dann hätten wir zuletzt noch in Wachs getränkte Wattepads. Den habe ich jetzt schon mal benutzt, also die eine Hälfte. Das sind einfach quasi Wattepads in Wachs getränkt. Und diese Nachklasse bei Regen, weil das Wachs schützt die Watte vor Feuchtigkeit und Nässe. Sind auch leicht zu entzünden und brennen halt durch den Wachsanteil viel länger als normale Wattepads. Mit dem Feuerstahl kann man die natürlich auch entzünden. Da legt er dann einfach die Fasern schön frei, die feinen. Dann könnt ihr da schön mit dem Feuerstahl reinzünden, sage ich jetzt mal. Da sieht man es leicht, wie es kommt. So Freunde, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man die Wattepads in Wachs tränkt. Da habe ich mal was vorbereitet. Und hier hinten dran habe ich nochmal Mullbinden zurechtgeschnitten auf Dosenform. Das will ich nämlich auch mal probieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an.
Am besten ist natürlich, wenn er Backpapier unterlegt, aber ich habe jetzt so alte Hölzer, da passt es schon. Da taucht er das einfach mal kurz ein und dann reicht es schon. Kurz abtropfen lassen. Ich habe da einfach so einen alten Feldbecher genommen, einen alten Gasbrenner und dann noch eine alte Kerze. Dann haut er das Zeug einfach rein. Zwischendurch drehe ich die auch immer mal, dass sie nicht komplett festpappen. Und so fahre ich eigentlich ganz gut. So in wachsgetränkte Wattepads ist kein Hexenwerk. Ein Gaskocher, ein altes Gefäß zum Erhitzen, alte Kerzen. Und dann, habt ihr ja gesehen, wie einfach das ist. Die sind jetzt eigentlich schon wieder ziemlich trocken. Der Test kam ganz gut. Mein Zunderdöschen ist leer, nur noch ein bisschen Birkenrinde drin. Und hier im Beutel habe ich fast nur noch Kienspan. Ach, duftet gut. Und hier habe ich mal einen Test gemacht mit alter Schuhcreme und Holzspäne rein geträufelt. Habe ich mit dem Heißluftföhn erhitzt, aber dieses Knüppel hat da drin gewonnen. Muss ich mal schauen, was ich damit mache. Ja, die Wattepads, entweder klaut er die bei der Frau oder Freundin oder kauft sie halt. Ich habe sie geklaut, sind ja nur 10 Stück, es fällt eh nicht auf. Und ja, dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was Neues lernen, mitnehmen, sage ich mal. Auch wenn es nur ein bisschen was ist immer gut. Ich freue mich auch immer, wenn ich nur ein bisschen was mitnehme aus dem Video. Und dann passt es schon. Da würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen reindrückt, Kommentar schreibt für den Algorithmus oder ein Abo da lasst. So komme ich voran. Das würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao, ihr seid die Besten.